Herzlich willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Nun, in der Welt von Dog Special bekommt man es hauptsächlich mit Hunden zu tun, welche ein gewisses Rückgrat ihrer Besitzer erfordern. Wie meine ich das? Mit Hunden, die aufgrund der Kombination von Physis und Psyche häufig sehr anspruchsvoll und schwierig zu halten und zu führen sind. Sie verstehen schon, was ich meine. Brauchen sich ja nur in den Videos umgucken, die ich hier präsentiere. Hunden, welchen auch oft eine ablehnende Haltung der Gesellschaft präsentiert wird. Malosser, Bull Terrier und so weiter. Also Hunde, für welche man als Besitzer ein kräftiges Rückgrat besitzen sollte. Doch heute verlassen wir auf Dog Special diesen speziellen Weg ein kleines bisschen und widmen uns einem Hund der Kategorie der Braken. Einem Hund, der zwar sehr dickköpfig sein kann, aber allgemein weit leichter zu kontrollieren ist als viele der anderen Verdächtigen hier auf meinem Kanal. Einem Hund, mit welchem man zum Großteil gerne gesehen ist und mit Kommentaren wie "der ist aber süß" rechnen kann. Obwohl es viele dieser Rassevertreter faustig hinter den Ohren haben. Ja. Wir sehen uns heute den Beagle an. Also, bis gleich. Ja, der Beagle. Jede Brakenrasse geht auf die Keltenbrake zurück. Ausnahmslos, so auch der Beagle. Doch als Rasse nahm er Fahrt auf, als man den schon im 7. Jahrhundert von Mönchen in den Ardennen gezüchteten St. Hubertus-Hund mit Greyhounds kreuzte und somit den sogenannten Northern Hound erschuf. Und genau diesen Hund nahmen die Normannen bei ihrer Invasion Englands mit auf die Insel, auf welcher ebenfalls ein sehr bekannter Jagdhund existierte, nämlich der Southern Hound. Ja. Und weil wir Menschen dazu neigen, Gutes noch besser machen zu wollen, obwohl wir häufig damit das Gegenteil erreichen, begann man damit, diesen Northern Hound mit dem Southern Hound zu kreuzen. Und so soll der Beagle entstanden sein. Der Beagle ist ein exzellenter Meute-Stöberhund mit allerfeinster Nase. Er wurde hauptsächlich für die Jagd auf Hasen eingesetzt, doch zählt auch die Jagd auf Schalenwild wie Rehwild oder Rotwild zu seinen Aufgaben. Bei der Zucht des Beagles wurde immer ganz besonderes Augenmerk auf die Meuteverträglichkeit der Hunde gelegt, weshalb man dieser Hunderasse heute eine besondere Verträglichkeit gegenüber Artgenossen nachsagt. Ist das so? Hört. Nun ja, 33 bis 40 cm Schulterhöhe erreicht der Beagle und wird 9 bis 18 Kilo schwer. Er ist immer kurzhaarig und mit 3 Farben ausgestattet. Schwarz, braun, weiß und diese in verschiedenen Ausdehnungen. Das ist ein Zwerg-Foxhound. Ein muskulöser, kompakter Jäger. Die haben schon ziemlich Schmalz, die Beagle. Ja? Wenn ein Beagle auf sie zukommt, wirkt er eher einladend als respekteinflößend. So respekteinflößend wie viele andere hier auf meinem Kanal das sind. Ja? Ein sehr hübsch aussehender, kräftiger, kleiner Athlet ist das, der Beagle. Ein gut gehaltener Beagle ist ein traumhafter Familienhund, ein herzlicher Sportler, der sie überall hin begleitet. Ein Jäger, ein Meutenstöberhund, ein Läufer mit dementsprechendem Bewegungsdrang. Der Hund ist bei unternehmungsvollen Menschen in falschen Händen, glauben Sie mir. Hier kann ihm sein herzliches Aussehen schnell in die Hände ungeeigneter Besitzer befördern, wenn Sie verstehen, was ich meine. Das ist auch häufig der Fall. Und das ist dann immer ewig schade. Er ist eine typische Brake, hochintelligent und gewitzt. Aber
häufig dickköpfig. Wäre nicht die erste Wahl für mich, wenn ich es auf einen Turnierhund für den Hundesport abgesehen hätte. Der Beagle. Aber das gilt für die meisten Stöberhunde, Scheißhunde, Laufhunde, für Bracken generell. Doch wenn man mit dem Charakter einer Bracke zusammenwächst, dann sind auch die schön zu führen. Ja. Auf jeden Fall. Der Beagle gilt als sehr warmherziger Familienhund, kommt zu Hause genauso rüber, wie er aussieht. Doch aufgepasst, diese Hunde können einen extrem starken Jagdtrieb entwickeln. Das sind pure Jäger. Viele unterschätzen das. Wenn Sie mit einem Beagle am Feld oder im Wald unterwegs sind und es ein Hund ist, der ausgeprägten Jagdtrieb besitzt, dieser Hund eventuell im Freilauf unterwegs ist und die Fährte eines Hasen, eines Fasans oder eines Rehs aufnimmt, dann blendet der sie aus und vertschüsst sich. Also ein Großteil der mit Jagdtrieb ausgestatteten Beagle wird das mit Sicherheit tun. Also hier sollte man schon etwas aufpassen. Zur berühmten Verträglichkeit mit Artgenossen möchte ich gerne etwas sagen. Rassestandard, Rassebeschreibung, der typische Vertreter der Rasse und so weiter. Schauen Sie, hier ist es wieder genau umgekehrt, denn wir haben in der Ortschaft, in der ich lebe, 3 Beagle-Rüden, zwei davon treffe ich regelmäßig, einen hier und da mal. Alle 3 geben mächtig Gas, wenn ich mit Vito aufkreuze und alle 3 wollen sich mit meinem Hund matchen. Der wiederum reagiert den Beaglen gegenüber recht neutral. Es ist bei ihm eigentlich völlig normal, dass er bei kleineren Hunden recht entspannt ist, auch wenn er heftig angepöbelt wird. Seine Reaktion steigert sich in Heftigkeit, je größer der Hund wird, je respekteinflößender der Hund wird. Und ganz schlimm ist es bei arktischen Hunden, arktisch aussehenden Hunden, Hunden mit Ringelrute, mit dichtem Fell, da dreht mein Hund völlig am Rad. Ich glaube, das hat mit einem Konflikt zu tun, den er vor einigen Jahren mit einem Malamut hatte, mit einem Rüden. Da sind einige Sekunden lang die Fellfetzen geflogen, der beiden Hunde. Ja, doch, nochmal. Also diese 3 Beagle-Rüden, welche ich häufiger treffe, 2 davon treffe ich häufiger, einen nur manchmal, die sind nicht für ihre Verträglichkeit mit Artgenossen berühmt. Das kann ich Ihnen versichern. Doch ich gehe stark davon aus, dass diese 3 Beagle aus Showlinie stammen. Schauen Sie, wir wissen alle, nicht nur die Anatomie, sondern auch der Charakter wird vererbt. Und hier wird es wahrscheinlich so sein, dass diese 3 Hunde aus einer Linie stammen, die nichts mit der Jagd zu tun hat. Hunde, welche aus jagdlicher Zucht stammen, werden noch heute auf Meuteverträglichkeit forciert. Hier würden diese Hunde höchstwahrscheinlich Vito gegenüber anders funktionieren, entspannter, neugieriger, freundlicher funktionieren. Doch deswegen bin ich der Meinung oder bin ich davon überzeugt, dass diese 3 hier aus Showlinie stammen, wo man diese Charaktereigenschaft der Meuteverträglichkeit nicht mehr in der Art und Weise forciert wie bei jagdlichen Linien. Ja, also, das Endergebnis sind 3 wunderschöne, relativ kleine Kraftpakete, die aber ziemlich Dampf haben, wenn sie auf meinen Hund treffen. Und soweit ich weiß, also zumindest von einem Besitzer der Beagle, weiß ich, dass es auch bei anderen Rüden bei diesem Beagle der Fall ist. Also nochmal, ich wiederhole mich, die 3 sind nicht für ihre Verträglichkeit Artgenossen gegenüber berühmt, aber mit Sicherheit laufen da draußen zigtausende Beagle herum, die sehr verträglich sind, welche diese Meuteverträglichkeit noch tiefer verwurzelt in sich mittragen. Der Beagle, ein Hund für sportliche Menschen, für sportliche Familien auf jeden Fall. Ein Hund, der sich für kinderreiche Familien eignet. Ganz klare Sache. Ich möchte es auch nochmal bei diesem wunderschönen Jagdhund erwähnen. Es ist bei jedem Hund so, dass man gekonnt an die Sache Kleinkind und Hund herangehen muss. Egal wie kinderlieb diese Rasse im Standard beschrieben wird. Man muss hier immer bedenken, dass Kleinkinder Hunde natürlich nicht so verstehen, wie sie das tun und Hunde häufig als Klettergerüste benutzen, manchmal stolpern auf schlafende Hunde drauffallen und so weiter. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, man muss gekonnt an die Sache herangehen. Doch ein gekonnt an die Sache herangeführter Beagle ist mit Sicherheit ein toller und sehr geeigneter
Familienhund. Dafür ist er auch bekannt. Ja, ein Hund, der überall gern gesehen ist, wunderschön ist, kompakt und kräftig dasteht, ein herzliches Wesen zeigt, etwas dickköpfig ist, aber im Vergleich zu anderen Hunden hier auf Dog Special eher im Bereich einfacher, problemlos durchs Leben kommen zu Hause ist. Also eine ganz klare Sache. Wenn man sich andere Hunde, die zuhauf auf meinem Kanal erscheinen, Molosser, Bull Terrier, starke Gebrauchshunde ansieht, also hier erfordert es häufig etwas mehr, wie soll ich sagen, Wissen oder Gefühl, um völlig problemlos mit dem Hund durchs Leben zu kommen, als es vielleicht der Beagle erfordert. Das soll jetzt nicht falsch verstanden werden. Auch der Beagle muss gekonnt erzogen werden, speziell Braken mit ihrem Dickkopf. Sie wissen sicher, was ich meine. Es ist etwas anderes, ob ich zu Hause einen Presa Canario besitze oder ob ich einen Beagle zu Hause habe. Ja, also allgemein gesehen ist der Beagle mit Sicherheit problemloser. Auch wenn es ein unfolgsamer Hund ist. Er ist leichter zu kontrollieren. Sie verstehen, was ich meine. Ja, ein wunderschöner kleiner Sportler. Ein Hund, der manchen Zuseher meines Kanals gehört. Ich wurde schon vor einiger Zeit mal von einem Herrn angeschrieben mit einem Beagle. Ich möchte nochmal um Verzeihung bitten. Ich habe den Beagle nicht vergessen, doch ich habe so viel in Vorbereitung, dass ich ihn immer zurückgereiht habe. Wurde dann vor einigen Wochen von einem Zuseher angeschrieben, der mich ebenfalls gefragt hat, ob ich nicht mal ein Video über den Beagle bringen könnte. Einige Tage später von einem anderen, und in diesem Schriftverkehr kamen wir drauf, dass diese beiden Beagle-Besitzer sich untereinander kennen, beide aber vom E-Mail an mich nichts gewusst haben. Das ist eine komische Geschichte, lustig, so klein ist die Welt. Ja, und zum Schluss wurde ich von der Lena angeschrieben, die im Besitz ist zweier Beagle-Mädchen, welche sie abgöttisch liebt. Auch die hat gesagt, Ronny, könntest du nicht mal ein Video über den Beagle bringen? So, selbstverständlich bin ich immer bemüht, Wünschen nachzukommen, und ich habe da noch einige vorbereitet, die ebenfalls auf Wunsch erscheinen werden, aber jetzt ist mal der Beagle dran gekommen. Ja, ein Hund, der mir selbst sehr gut gefällt, zwar nicht zu 100% in meine Kategorie Hunde hineinfällt, ja, aber ich bringe mir einen Standardsatz, wenn ich Vito nicht hätte und es wäre die Zeit gegeben und jemand würde anklopfen bei der Tür und sagen, ich habe hier einen Beagle, willst du den haben? Ja, ich würde mir den Beagle auch nehmen. Ein toller Sportler, mit dem man alles machen kann, und ich bin einer, der gern durch die Wälder zischt, und das würde mit dem Beagle alles wunderbar funktionieren. Ja, für den Gebrauchshundesport eher weniger geeignet, doch ich habe es heute nicht mehr auf den Gebrauchshundesport abgesehen. Also, mir würde der Beagle selbst sehr gut gefallen. Ja, so viel zur Brake Beagle. Schöner, kleiner, kompakter, kräftiger, herzlicher Sportler. Es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen, und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Das war's schon wieder.